Hallo und herzlich willkommen zum neuen Film hier auf YouTube. Ich bin Barbara Hirsekorn von der Aquarellwerkstatt und heute zeige ich dir, wie ich ein altes Segelboot in Aquarelltechnik male. Von meiner letzten Malreise ans Steinhuder Meer habe ich das heutige Motiv mitgebracht. Wir haben in diesem Malkurs unter anderem in Steinhude am Seeufer gemalt und dabei die alten Holzsegelboote bewundert. Die Malreisen für 2024 sind ganz aktuell auf meiner Website zu sehen und auch zu buchen. Vielleicht hast du ja Lust, dort einmal nachzuschauen und wir sehen uns im nächsten Jahr auf einer meiner Reisen. Die Materialien für mein heutiges Motiv sind nur 3 Aquarellfarben, und zwar Ultramarin Feinst von Schminke, Alizarin Karmesin und Sienna gebrannt von Winsor Newton. Ich arbeite auf Arches Aquarellpapier, der Bogen ist etwas größer als DIN A4. Ich verwende eine kleine Sprühflasche, einen Auswaschpinsel, der Flachpinsel Da Vinci Synthetics Nummer 10, einen synthetischen Eichhörnchenhaarpinsel und den Rotmarderhaarpinsel Nummer 10 aus meiner eigenen Pinselserie. Bevor wir gleich mit dem Malen beginnen, zeige ich dir einige Skizzenbuchseiten aus dem Kurs. Diese Bilder sind direkt vor Ort entstanden und in der Ruhe des Kursraums wurden die Skizzen dann meist auch noch in größere Bilder umgesetzt. Hier liegt die Tonwertskizze für das folgende Motiv. Diese Art von Skizzen ist für mich immer sehr wichtig. Hier plane ich die Bildkomposition, das heißt die Anordnung der einzelnen Elemente, die Helligkeit der Tonwerte und auch die Vorgehensweise beim Malen. Also zum Beispiel, ob ich auf trockenem Papier oder auf nassem Papier mit weichen oder mit harten Verläufen arbeiten möchte. Hier seht ihr nun die Skizze für das heutige Motiv. Die Unterstützerinnen unseres YouTube-Kanals bekommen Skizze und Referenzfoto wieder per Mail zugesendet. Ab einer monatlichen Unterstützung von 2 € kann man diesen Service nutzen. Den Link zur Unterstützerseite auf Steady findet ihr bei Interesse unter dem Video in der Videobeschreibung. Die Fläche des Himmels mache ich jetzt bis zum Horizont hin nass. Ich gehe hier mit dem Pinsel auch über die Fläche des Segels hinüber. Für den blauen Sommerhimmel möchte ich am Horizont eine eher warme Untermalung bekommen. Deshalb arbeite ich in diesem Bereich einige Striche stark verdünntes Sienna gebrannt ein. Die Farbe wird mit leicht diagonalen Strichen bis an den oberen Rand des Blattes gezogen. Dann kommt auch wieder stark verdünnt etwas Alizarin Karmesin hinzu. In die noch feuchte Fläche setze ich eine kräftigere Mischung ultramarinblauer Farbe darüber. In Richtung Horizont wird die Farbe verdünnt, sodass der Farbauftrag hier heller und leichter wird. In den oberen Bildbereich gebe ich etwas kräftigeres Ultramarinblau hinein, sodass der Himmel im Zenit dunkler wird und in Richtung Horizont immer heller und auch dunstiger erscheint. Aus der noch nassen Himmelsfläche wird nun das weiße Segel ausgewaschen. Hierfür nutze ich einen angefeuchteten Flachpinsel, der mit leichtem Druck geführt wird, sodass die Farbe sich wieder gut anlöst. Dies ist für mich eine gute Möglichkeit, einen schönen, lockeren Himmel anzulegen und das weiße Segel im Nachhinein freizulegen. Man könnte es natürlich auch im Vorfeld maskieren, aber ich mag, dass ein wenig vom Himmelsblau im Segel weiterhin zu sehen sein wird und deshalb die helle Farbe des Segels sich später harmonisch ins Bild einfügen kann. Der Himmel ist nun komplett getrocknet und ich kann ihn jetzt am Horizont wieder leicht anfeuchten. In die feuchte Fläche hinein setze ich die Farbe für das entfernte Seeufer. Ich arbeite heute ja nur mit 3 Grundfarben, Ultramarinblau, Sienna gebrannt und Alizarin Karmesin, und möchte sämtliche Farbaufträge in meinem Bild auch mit diesen 3 Farben ermischen.
Für das entfernte Ufer mische ich jetzt Ultramarinblau und etwas Alizarin-Karmesin und gebe einen Hauch Sienna gebrannt für ein leicht gebrochenes Violett hinein. Auf halber Strecke wird hier die Farbe ein wenig variiert. Es sollte im kühlen bläulichen Bereich bleiben, aber auch nicht langweilig oder ausgemalt aussehen. Für die Wasserfläche mische ich Ultramarinblau mit etwas Sienna gebrannt und ziehe den großen Verwaschpinsel mit schnellen Strichen über das Aquarellpapier. So kann die Farbe nicht überall einsinken und helle weiße Stellen bleiben auf der Papieroberfläche stehen. Dies erzeugt die Illusion von glitzerndem Sonnenlicht auf dem Wasser. Mit einer leicht veränderten Mischung aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt male ich das Wasser bis in den vorderen Bereich und erhöhe hierbei die Pigmentdichte. Je weiter ich im Bild nach vorne komme, umso dunkler und dicker sollte die Farbe werden. Die schattige Seite des Bootes wird mit der bläulichen Mischung überzogen. Mit dem kleineren Rotmalerpinsel hole ich aus der dunklen Wasserfläche vorne einige helle Wellen wieder heraus. Auch diesen kleinen blauen Streifen im Segel versuche ich hier etwas anzulösen. Er wird nachher, wenn ich den Schatten auf das Segel male, nicht mehr zu sehen sein. Nun muss das Bild einmal komplett durchtrocknen. Ich verwende hierfür den Föhn und habe in dieser Zwischenzeit noch einen Hinweis in eigener Sache für euch. Auch dieses fertige Aquarell könnt ihr wie immer über eBay ersteigern. Die Auktion endet am 11. Juli 2023 und der Meistbietende bekommt das Aquarell dann per Post zugeschickt. Den Link direkt zu eBay zur Versteigerung findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Die Wasserfläche wird jetzt noch einmal angefeuchtet. Ich mische mir aus meinen 3 Grundfarben Ultramarinblau, Sienna gebrannt und Alizarin-Karmesin eine dunkle Farbmischung an. Mit wenig Wasser und viel Pigment setze ich leichte Wellenbewegungen auf das feuchte Papier. Die Farbe breitet sich jetzt weich aus und bringt so etwas Bewegung in die Fläche. Mit dem Auswaschpinsel setze ich noch einige kleine helle Linien in die dunklen Wellen. Nun wird das Boot ausgearbeitet. Ich hole mit dem Flachpinsel die helle Form des Mastes aus der Himmelsfläche heraus und male dann mit Sienna gebrannt und Resten meiner vorherigen Farbpfütze den Mast. Mit Sienna gebrannt und etwas Alizarin-Karmesin male ich die beleuchtete Seite des Bootes. Hier arbeite ich mit viel Wasser und spare die Stellen für die blauen Pfänder aus. Im hinteren Bereich und auch unten am Bootsrumpf kommt etwas Ultramarinblau in die Mischung. Und mit dieser dunkleren Mischung male ich dann auch die rechte Seite des Bootes. Hier liegt ja schon das Blau des Wassers über der Fläche und so wird diese schattige Seite auch dunkel genug.
An der unteren Kante des Bootes sammelt sich ein Farbtropfen, den ich nun nutzen kann, um die Spiegelung ganz weich anzuschließen. Hier arbeite ich auch wieder mit der bläulichen Mischung aus allen 3 Farben. Die Spiegelung ist zunächst eine geschlossene Form, die im Verlauf noch etwas aufgebrochen wird. Ich setze hier einige geschwungene Linien an den Bildrand, um die Form des Bootes und der Spiegelung mit dem Formatrand zu verbinden. Einen dunkleren Akzent setze ich direkt unter dem Bootsrumpf. Ein paar Pinselstriche Sienna gebrannt greifen die Eigenfarbe des Bootes in der Spiegelung noch einmal auf. Mit einem violetten Farbton male ich nun den Schatten im weißen Segel. Ich variiere die Fläche ein wenig in der Farbtemperatur und löse den Rand mit klarem Wasser weich an. Mit dem Auswaschpinsel hole ich helle Linien aus der Fläche heraus. Diese zeigen recht schön durch ihre Rundung, wie sich das Segel im Wind bewegt. Mit Sienna gebrannt male ich den zweiten Mast hier direkt am Segel und gebe auf der Schattenseite ein wenig Ultramarin in die noch feuchte Farbe. Dieser Mast wirft einen Schatten auf das weiße Segel. Ich trage ihn hier mit der feinen Spitze meines Rotmarderhaarpinsels und einem violetten Farbauftrag ein. Nun werden die Menschen im Boot ausgearbeitet. Hierfür wasche ich die Formen der Köpfe etwas aus, damit mein Sienna gebrannt, mit Alizarin gemischt, an dieser Stelle gut leuchten kann. Mit verschiedenen Mischungen male ich die Kleidung der Segler und versuche die Formen hier schlicht und einfach zu halten. Für die Fender verwende ich reines Ultramarinblau. Den Schatten des vorderen Fenders male ich wieder mit meinem Violettton. Ein paar Linien auf dem Holz des Bootes fehlen hier noch und 2 in der Entfernung segelnde Boote wasche ich noch heller aus. Die dunkleren Bootsrumpfe werden mit abstrakten Flächen darunter gesetzt.
Mit der feinen Spitze meines Rotmarderhaarpinsels kann ich jetzt die dünnen Seile in der Takelage des Bootes ausarbeiten. Ich male sie mit einem zarten Violettton und hole sie auch aus den dunklen Flächen mit dem Auswaschpinsel wieder heraus. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut dies selbst hier auf diesem Büttenpapier funktioniert. Und ich mag die subtilen, feinen, hellen Linien als zeichnerisches Element im Aquarell sehr. 2 kleine Fähnchen, eine davon mit Cadmiumrot als absoluter Sonderfarbe hier in unserem Motiv, setzen jetzt noch einen Akzent ins Bild. Auch die Personen bekommen noch einen kleinen Gegenlichtreflex mit Titanweiß direkt aus der Tube. Ich hoffe, mein kleines Motiv hat dir Freude gemacht und du hast Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Falls dich bei diesem Motiv das Fernweh gepackt hat, auf meiner Website kannst du jetzt die neuen Malreisen für das Jahr 2024 anschauen und auch buchen. Du findest den Link zu meiner Website und auch viele andere nützliche Informationen, wie zum Beispiel die Materialliste zu diesem Video, unten in der Videobeschreibung. Hier gibt es auch einen Link zur Unterstützung unseres Kanals. Wir freuen uns, dass bisher schon so viele Menschen unsere Arbeit auch mit einem kleinen finanziellen Bonus wertschätzen. Vielleicht hast du Lust, auch mitzumachen. In der Videobeschreibung unten gibt es den Link zu Steady, meine Unterstützung. Wir sind hier wirklich für jede Unterstützung dankbar. Es gibt verschiedene Unterstützerpakete. Bei 2 € monatlicher Unterstützung geht es los. Wir haben verschiedene Aktionen, Sonderaktionen, YouTube-Live-Abende und Ähnliches für unsere Unterstützer eingerichtet. Schau einfach einmal in der Videobeschreibung und informiere dich, wenn es dich interessiert. Wir freuen uns auch wie immer über ein Abonnement, über ein Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Auch dies ist eine Art der Wertschätzung für unsere Arbeit, also vielen Dank auch dafür. Wenn du magst, sehen wir uns hier nach der Sommerpause wieder und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.